Hallo und herzlich willkommen bei eTech mit Janiello. In diesem Video geht es um den Wechselstrom, genauer um die Phasenverschiebung von Strom und Spannung und noch genauer um die Phasenverschiebung durch die beiden Blindwiderstände, also durch Spule und Kondensator. Im letzten Video ging es darum, was Wechselstrom ist, wie man seine Hin- und Herbewegung als Sinuskurve darstellen kann oder wie man sie noch kürzer im Kreisdiagramm darstellen kann. Und es ging darum, dass es zwei rechnerische Darstellungsweisen gibt, Exponential- und Normalform. Das alles sind wichtige Grundlagen für dieses Video. Falls du es also noch nicht gesehen hast, dann schau es dir besser zuerst an. Wechselstrom ändert sowohl seine Stärke als auch seine Richtung, auch wenn er dabei durch einen ohmschen Widerstand fließt. Das Hin und Her der Stromstärke kann man als Sinuskurve darstellen. Der Schnittpunkt der Sinuskurve mit der y-Achse gibt den aktuellen Stromwert I von t an. Im Kreisdiagramm rotiert der Stromvektor. Die Höhe der Vektorspitze ist auch gleichzeitig die aktuelle Höhe der Sinuskurve. Am Widerstand fällt mit jedem Stromdurchfluss auch eine Spannung ab. Die Spannung schwankt ebenfalls sinusförmig. Daher ordnet man ihr auch eine Sinuskurve und einen Vektor im Kreisdiagramm zu. Hier wird deutlich, dass Strom und Spannung an einem ohmschen Widerstand synchron sind. Der Vergleich zwischen Spannung und Strom wird noch drastischer, wenn man beide Sinuskurven und Kreisdiagramme aufeinander legt. Da Strom und Spannung synchron variieren, sind die Sinuskurven und die Vektoren deckungsgleich. Bezeichnet man die Sinuskurven als Phasen, könnte man sagen, die Phasen sind nicht gegeneinander verschoben. Oder kürzer, die Phasenverschiebung ist null. Das ist anders an Blindwiderständen. Blindwiderstände sind Spulen oder Kondensatoren. Sie wirken im Wechselstromkreis völlig anders als im Gleichstromkreis. Im Gleichstromkreis ist ihr Widerstand unendlich klein bzw. unendlich groß. Im Wechselstromkreis dagegen lässt sich ihr Widerstandswert durch die Frequenz einstellen. Am Kondensator treten Strom und Spannung nicht synchron auf. Entweder fließt der Strom auf die Platten oder die Platten sind entgegengesetzt geladen und es fließt kein Strom. Im ersten Fall ist der Strom, im zweiten Fall die Spannung maximal. Wegen wechselnder Richtung ändert sich ständig das Vorzeichen. Der Kondensator stellt im Wechselstromkreis einen begrenzten Widerstand dar, dessen Formelzeichen XC ist. C für das englische Capacitor. Seine Bauform ist meistens nicht plattenförmig, sondern zylindrisch und weist zwei Drähte an der einen Seite auf. Während der Strom also weiterhin sinusförmig hin und her verläuft, trifft das zwar auch für die Spannung am Kondensator zu, aber eben nicht mehr synchron, sondern zeitversetzt. Schauen wir uns beide Sinuskurven mal an, also beide Phasen. Am Vektor erkennt man gut, die Spannung läuft im Strom um 90 Grad hinterher. Man sagt, Spannung und Strom seien um 90 Grad phasenverschoben. Damit man sich merken kann, dass der Strom voraus und die Spannung nacheilt, gibt es einen Spruch. Kondensator, Strom läuft vor. Wenn du aber einen besseren Spruch kennst, dann verwende besser deinen, denn den kannst du dir wahrscheinlich auch besser merken. Und bitte, schreib ihn mir in die Comments. Noch besser erkennt man die Phasenverschiebung, wenn man beide Phasen übereinander legt. Hier zeigt sich auch, wie übersichtlich die Vektoren im Vergleich zu den Sinuskurven sind. Würde man den Spannungsvektor, sagen wir von 9 Volt, mit der Normalform beschreiben, müsste es heißen, U von t ist gleich 0 minus 9 Volt mal I, weil er 0 Ausdehnung in x-Richtung hat, aber mit der vollen Länge von 9 Volt in die negative y-Richtung zeigt. Mit der Exponentialform hieße es dagegen, U von t ist gleich 9 Volt mal E hoch minus I 90 Grad, weil er im Vergleich zum roten Stromvektor um 90 Grad im Uhrzeigersinn verdreht ist. Bei der Spule ist alles genau umgekehrt. Schaltet man eine Spule an eine Wechselspannungsquelle, reagiert die Spule im Moment des Einschaltens. Wegen ihrer Selbstinduktion erzeugt sie beim geringsten Versuch des Stroms, durch sie hindurch zu fließen, eine Gegenspannung, mit der der Strom ausgebremst wird. Um diese Gegenspannung geht es. Sie wirkt wie ein Widerstand und so hat man der Spule das Formelzeichen XL zugeordnet. L steht für die Induktivität, das Kennzeichen einer jeden Spule. Je größer die Induktivität, umso stärker die Gegenspannung. Diese Gegenspannung hält sich aber nicht lange. Dadurch kann der Strom dann doch langsam ansteigen. Diese Phasenverschiebung hält sich auf, wenn der Strom wieder abnimmt. Hier ist also immer zuerst die Spannung da, dann erst folgt der Strom.
Natürlich gibt es auch hier einen Merkspruch dazu. Induktivität, Strom zu spät. Hast du einen besseren Spruch? Her damit, schreib ihn mir in die Comments. Die Phasen sehen denen des Kondensators ähnlich, nur dass der Strom gegenüber der Spannung nacheilt. Besonders deutlich ist das wieder am Kreisdiagramm zu sehen. Wollte man jetzt eine Spannung von maximal 9 Volt beschreiben, würde die Gleichung lauten U von T ist gleich 0 plus 9 Volt mal I in Normalform. Beziehungsweise U von T ist gleich 9 Volt mal E hoch plus I 90 Grad in Exponentialform. Stellen wir mal beide Bauteile, Kondensator und Spule, einander gegenüber. Beim Kondensator links geht der Strom vor bzw. die Spannung nach, je nachdem auf welche der beiden Größen man sich jetzt bezieht. Die Spannung geht nach, also erhält sie im Exponenten ein minus 90 Grad. Bei der Spule, Induktivität, ist der Strom zu spät, beziehungsweise geht die Spannung vor. Vorgehen bedeutet plus 90 Grad im Exponenten. In Normalformschreibweise fällt auf, dass beide Vektoren einen x-Wert von 0 haben. Oh, offiziell heißt das übrigens nicht x-Wert, sondern Realteil. Auch der y-Wert heißt entsprechend auch nicht y-Wert, sondern Imaginärteil. Aber die Bedeutung ist für unseren Bedarf dieselbe. Im nächsten Video werde ich diese Rechenregeln auf eine Parallel- und eine Reihenschaltung anwenden. Dann sollte eigentlich klar werden, dass man mit Wechselstromgrößen genauso rechnen kann, als wären es Gleichstromgrößen. Wie immer, falls euch dieses Video überhaupt nicht gefallen haben sollte oder Kritikpunkte bestehen, sagt mir bitte Bescheid. Ansonsten würde ich mich natürlich über ein Like freuen. Vielen Dank.